Tagebuch Ostfront, Heeresgruppe Süd, Juni 1943. Scheinbar hatte Fritz trotz des schweren Verlustes seines Beines noch sein munteres Wesen behalten. Ich konnte ihm hier auch nicht irgendwelche Halbwahrheiten erzählen, und so begann ich mit den letzten 12 Monaten im Osten. Der Vormarsch, die überdehnten Versorgungswege, die zäh kämpfenden Russen, das weite Land, das nicht enden will, der Vorstoß bis zum Elbrus und dann der Winter. Ich erzählte von Kameraden, die man verloren hat, neue, die man fand, und auch, dass ein Band der Kameradschaft ein so manches Mal aus dem schlimmsten Schlamassel herausgeholt hat. Ich erzählte von meinen Verwundungen und auch, dass mir schon ein Körperteil fehlen würde. Er unterbrach mich nicht, hörte zu, nickte hier und da zustimmend, schüttelte den Kopf bei den haarsträubenden Angriffen, die ich miterlebt hatte, nahm alles Gesagte in sich auf. So ganz anders als die anderen in der Heimat, mit denen man sich unterhält. Zum Schluss erzählte ich noch die Geschichte von meinem Oberfeld, der wohl verrückt im Kopf in die Russen hineingerannt war. Entweder komplett durchgedreht mit Frontkoller oder einfach die Nase voll vom Leben. Da horchte Fritz auf, ließ mich aber die Geschichte beenden. Lang starrte er in sein Bier und überlegte. Dann kam die Frage, ob ich glaubte, dass der Oberfeld vielleicht übergelaufen wäre. Überlaufen, lachte ich die Frage weg. Wer macht denn sowas? Damit würde man alles verraten, wofür wir die letzten Jahre gekämpft haben. Und auch die Gefallenen, die schon das höchste Gut auf dem Altar des Krieges geopfert hatten, wären dann umsonst gestorben. Nein, überlaufen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Was sollte er denn da drüben machen beim Iwan? Platzte es aus mir heraus. Im Russenpanzer sitzen? Fritz sagte dazu nichts. Und ich fing mich wieder. Doch etwas viel Bier. Das reicht denn jetzt auch. Nun erzählte Fritz seine Kriegserlebnisse. Schnellboot ist er gefahren im Mittelmeer. Ging immer gegen den Tommy. Am Anfang war das noch wirklich gut. Man beherrschte Luft und See. Afrika hat viel Material haben wollen und sie haben dann die Konvois angegriffen, Minen gelegt und auch andere Dinge erledigt. Da muss man wohl ein Seemann sein, um das alles zu verstehen. Auch mal dem Engländer einfach so in die Suppe gespuckt. Schnell vor und ran, ordentlich Eisen gespuckt, Torpedos raus und dann bloß wieder weg. Die haben da richtig viele Dampfer in den Keller geschickt, erzählte Fritz. Fast so wie die U-Boot-Männer. Aber dann wurden die Überwasserstreitkräfte immer mehr und mit Malta hatten die auch immer mehr Flieger in der Luft. Dann eines Tages griffen sie mit 3 Booten einen Konvoi an und der war mit britischen Zerstörern gesichert. Aus allen Rohren hätten sie gefeuert, wie die Wahnsinnigen, nur um dann weit genug heranzukommen. Aber gegen die Zerstörergeschütze hatten die Schnellboote dann auch kein Gegenmittel. Die Holzboote haben die einfach durchlöchert wie Schweizer Käse. Viele waren schon gefallen und Verwundete lagen an den Geschützen. Dann bekam die Brücke einen Volltreffer und der Alte wurde in 1000 Fetzen gerissen. Dann traf eine Granate Fritz' Geschütz. Und dann aus. Als er aufwachte, hatten ihn die Engländer schon aus dem Wasser gefischt und das, was von seinem Bein noch über war, abgebunden. Gut haben die sich um ihn gekümmert. Da war nichts mehr mit Feind. Das sind eben auch Seeleute, nur unter einer anderen Flagge, meinte Fritz. Einen Tag später wurden die Schwerverwundeten auf einen Schlepper gegeben und zurück zum Stützpunkt der Kriegsmarine geschickt. Die wollten sich nicht mit uns belasten. Wir konnten ja eh nicht mehr kämpfen, meinte er. Die anderen Boote haben es noch zurückgeschafft. Aber Fritz' Einheit war weg. 8 Tote, viele Verletzte. Und das von 21 Mann. Ja, und nach der ganzen Lazarettzeit ist nur noch der Stumpf über. Aber der Rest würde noch funktionieren, sagte er dann zu mir. Mit Fußball wäre es wohl auch vorbei, nur noch zuschauen. Er würde jetzt im Rathaus sitzen und sich selbst um die Kriegsversehrten kümmern, also den Kampf mit Papier und Bleistift führen. Es wurde Zeit für mich zu gehen und Fritz kam noch ein Stück mit mir mit. Als wir draußen schon eine Weile gegangen waren, fing Fritz nochmal an zu erzählen. Er erklärte mir, wie sinnlos dieser Krieg wäre. All die Opfer und für was?
Ich schaute mich um und stellte fest, dass wir alleine waren, denn sowas sollte man nicht laut aussprechen. Ich wollte auch nicht, dass Fritz Probleme bekam. Sicherlich zweifelt man ab und an, aber dann bekommt man neuen Mut und weiter geht es. Aber alles gleich verteufeln? Ich weiß nicht. Fritz hörte sich schon so an wie der Kamerad im Krankenhaus. Aber was war denn die Alternative? Wir haben einen Eid geleistet. Und das Reich wird schon wissen, wohin es gehen soll. Da sind schlaue Köpfe, die alles geplant haben. Erstmal Stalin und dann Churchill. Dann kann uns keiner mehr was in Europa. Aber irgendwie hatte Fritz auch recht. Warum machen wir das eigentlich? Ich wollte aber nicht weiter darüber nachdenken. Ich war in der Heimat und ich wollte nur zu Gudrun. Sie wartete schon auf mich und war auch nicht ungehalten über die späte Stunde. Wir verbrachten schöne Zeit miteinander und ich war glücklich und zufrieden. Die Tage waren angenehm und man merkt hier wirklich wenig vom Kriege. Ab und an Flugzeuge am Himmel und noch immer Erfolgsmeldungen im Radio. Man hatte das Gefühl, nach 4 Jahren Krieg waren die Menschen noch immer voller Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Ich versuchte, die politischen Gedanken und negativen Erzählungen auszublenden. Ich war zu Hause und fühlte mich wohl. Auch wenn meine Zeit zu Ende ging, nutzte ich doch jede Minute mit meiner teuren Gudrun. Wir machten Ausflüge an die Küste und waren viel unterwegs. Ich vermied es auch, die Uniform zu tragen. Ansonsten wurde man ja immer und überall in Gespräche verwickelt. Meine Mutter war nicht so glücklich, dass ich wieder zu meinen Kameraden sollte. Es sind schon so viele im Osten gefallen. Sie möchte mich nicht verlieren. Ich erklärte dann zum wiederholten Male, wie sicher es in einem Panzer wäre, hatte dabei aber immer die toten Kameraden aus den Panzerwracks vor Augen. Das wollte ich ihr doch nicht erzählen. Der Abschied kam und ich verbrachte die letzte Nacht mit Gudrun. Da kam das Gespräch auf Kinder und eine Familie gründen. Ich war immer der Meinung, was der Herrgott will, das würde auch passieren. Gudrun meinte aber auch, dass sie mich lieber zu Hause hätte, wenn wir eine Familie werden würden. Alles findet sich, war mein Motto, und auch das werden wir schaffen. Ich machte mich, nachdem ich mich bei allen verabschiedet hatte, auf den Weg nach Hamburg. Ich meldete mich an der Fronturlauberstelle und wurde schnell in einen Zug Richtung Osten verfrachtet. Viele Gedanken gingen mir durch den Kopf. Gudrun, Familie, Kinder, die Bombardierung deutscher Städte, Fritz mit seinen Ansichten, alles Dinge, die ich erstmal überdenken musste. Zeit hatte ich ja zum Nachdenken. Und mit einem gut gefüllten Rucksack von Muttern war es im Zug nur halb so schlimm. Allerdings war die Rückfahrt bis nach Charkow recht abenteuerlich. Oftmals waren Züge umgeleitet und teilweise waren Schienen gesprengt worden. Partisanen wurden scheinbar immer aktiver an den Bahnstrecken. Vor dem Zug waren immer 2 Wagen mit Sandsäcken, falls da irgendwas Explosives an den Schienen hängen sollte. Auch schien mir, je weiter wir nach Osten kamen, dass die Luftabwehr auf dem Zug weiter verdoppelt wurde. Als ich endlich in Charkow war, wollte ich mich nach meiner Einheit durchfragen und meldete mich dort an der Sammelstelle. Ich bekam dort die Information, dass schon ein Teil meines Regimentes hier in Charkow wäre, der Rest aber in den nächsten Tagen nachziehen würde. Ich bekam einen Zettel, auf dem stand, wo meine Einheit wäre, und machte mich auf den Weg. Ein paar Stunden später hatte ich dann ein paar unserer Fahrzeuge gefunden und meldete mich bei einem Zugführer zurück vom Heimaturlaub. Er meinte nur, hier geht alles drunter und drüber und ich sollte erstmal hier bleiben. Die Panzer der 1. Abteilung stünden am Südrand von Charkow und da sollte ich hin und mich nützlich machen. Irgendwas war hier im Gange, wenn das ganze Regiment verlegt werden würde. Charkow war zu 70% zerstört. Hier hatten wirklich viele Männer ihr Leben gelassen und die Stadt wechselte mehrmals den Besitzer. Aber nun gehörte die Stadt uns. Von hier aus sollte es dann wieder gen Osten gehen. Bald schon. Ich wurde dem Instandsetzungszug beigestellt und bereitete die neuen Wartungshallen mit vor. Werkzeuge und Maschinenteile wurden abgeladen und viele Kisten in den Ecken des Lagerhauses aufgestellt. 2 Panzer kamen gleich rein. Der eine mit Getriebeschaden, der andere mit einer defekten Turmhydraulik.
Ich half mit, wo ich konnte, und am Abend wurde mir ein Quartier bei den Werkstattmännern zugewiesen. Hier konnte ich dann ein paar Tage mit an den Fahrzeugen arbeiten und ich war immer begeistert, was man alles mit kleinen Hausmitteln reparieren konnte. Trotzdem fluchten die Männer immer über die komplizierte Technik, dass man es doch anders hätte machen können. Dann traf endlich der Rest vom Regiment ein und ich konnte wieder meinem alten Zug zugeteilt werden. Der nun schon beförderte Leutnant Kugstein, also der Peter, begrüßte mich freudig und zeigte stolz seine Leutnantsklappen. Ich freute mich mit ihm und wir unterhielten uns über die letzten Tage. Der Russe drückte wieder hier und da, aber alles nur mit halber Kraft. Mehr so ein Testen nach weichen Stellen in der Verteidigung. Er meinte, es wäre eher, als ob sich zwei Raubtiere belauern und hier und da schnellt mal eine Foto vor und zeigt die Krallen. Ich stellte mir das bildlich vor und musste grinsen. Die Rosinante war noch in einem Stück und meine alte Besatzung begrüßte mich freudig. 2 kleine Einsätze wären die Männer gefahren, war nicht viel los und der Ersatzrichtschütze hatte keinen Abschuss gemacht. Das wunderte mich und ich schnappte mir den Unteroffizier Hertog, der als Ersatz für mich im Panzer war. Entweder war er ein schlechter Schütze oder die Optik hatte einen Fehler. Er erzählte mir von den beiden Einsätzen im Frontbereich. Einmal sollte nur als Sicherung fungiert werden und dort gegen ein paar zu weit vorgestoßene Panzer. 2 Panzer waren dann im Zuge der Operation erkannt worden und auf 1200 Meter gingen alle 4 Schüsse nicht ins Ziel. Wir sprachen über das Anrichten und ob die Ziele schnell gefahren wären. Das wäre nicht der Fall gewesen. Die Rosinante sollte dann zum Waffenmeister, um die Visierung zu prüfen. Aber dann waren andere Fahrzeuge in der Instandsetzung und Rosinante musste wieder raus. Hier sollte ein Vorstoß von Panzern 3 flankierend unterstützt werden. Bei der anderen Feldpostnummer waren nun Radpanzer und LKW gesichtet worden. Auch hier nach 6 Schüssen kein Treffer auf erkannte Ziele. Also kümmerte ich mich bei der Werkstatt darum, dass wir neu eingeschossen werden und am nächsten Tag ging es los. Nach dem Einschießen wurde auch bestätigt, dass die Optik nicht in Ordnung war, aber nun sollte es wieder funktionieren. Es war mittlerweile schon Mitte Juni geworden und wir lagen jetzt bei Merefa. Wir waren alle gespannt, wann es losgehen würde.